Hallo Fries, sei dankzij vertrekking. Ik freue mich, dat je aan de reis met ons hebt gemerkt, im Galata studieren, den Brief, wat Paulus hat geschrieben. Und Gott sein Wort ist wunderbar. Und ich habe, hat auch al so viel gelehrt in sein Wort, und dat je han jässlich gewassen durch das. Und so, dankzij für mit uns taub das tun. In den nächsten 2 Videos, da werden wir sehen, was Paulus hat zu sagen, während der falsche Lehrer. Und heute will von 2 Dingen reden, was die falsche Lehrer driven wird. Und so, wir wollen checken die Versen 11 bis 13. Und da anfangen wir die 2 Dinge, was Paulus will entwiesen. Und dort soll das kann sein, dass die falsche Lehrer, die hat nicht das Beste im Sinn vereint. Und so, in Vers, wenn wir anfangen von Vers 11. Er sagt, kijk mal, wat ik voor grote lateren merk, want ik met mijn ene hand schreef. Dat je dort hebben winnen willen, dat je je besneden laten, dan dat bij de mensen Gott unter sein te worden, nicht mit Christus in Krieg verfolgt te worden. Dat die sich besneden laten, houden selbst nicht dat Gesetz. Zij verlangen de besneding van je doorwegen, dat zij zich aanbeelden hebben, dat zij je zo wie gekregen haben, dat je besneden laten. En so Paulus nimmt den Bleistift hier, aber nu hat er ein Schreiber gehabt, was das alles durchschreiben von ihm, und er nimmt den Bleistift hier, und er sagt, die sollen checken, was er für große Lettern braucht. Und er sagt, es ist nicht ganz klar, warum er das sagt. Das kann sein, dass er nicht fern sein kann, dass einzige Menschen glauben dort. Aber das kann bloß sein, dass er will, dass die Menschen sollen sein, wo schwör sein, hart wir werden, und dass sie sollen nur am Horchen. So, wir wollten da nicht ganz näher, aber dort ist, was Paulus sagt, sie sollen checken, was er für große Lettern merkt. Und dann fängt er an zu vertellen, was die falsche Lehrer tun und warum sie das tun. Und das ist meistens von er irgendwann halten zu verstehen, dass die falsche Lehrer, der hat nicht im Sinn, was das Beste ausvereint. Dass die falsche Lehrer, der hat im Sinn, zum Gott ungesäuen sind für Menschen. So, in dieser Versen, da redet Paulus von 2 Dingen, was die falsche Lehrer driven deuten. Ein von dort ist Hochmut. Und er sagt, die tun dort, wie Menschen Gott unter sein zu sein. Und das ist ein gefährliches Ding, wenn Menschen Dinge tun, wie andere Menschen Gott unter sein zu sein. Und hier ist das Ding, die falsche Lehrer, die werden geschickt von Jerusalem, von der Lehrer dort, und sie werden geschickt darauf, dass sie sollen nur Galata reisen und sicher merken, dass die Menschen nicht würden Paulus nur recht glauben, was Paulus entgebracht hat. Und dort sie würden drehen und glauben, dass sie müssen die jüdische Gesetze nur gehen und dass sie sich müssen beschneiden lassen. Und so, dann haben wir sperren, woran Paulus sein hat, so ablehnt als ab das und dass das so schwer ist, wenn es heute kann dort sein, dass die Menschen sich verdrehen von der falschen Lehrer. Und die falschen Lehrer, die würden haben ein bisschen Druck gefällt von der Lehrer in Jerusalem, dass sie sollen die Menschen was durchkriegen, dass sie sich würden beschneiden lassen. Und so, wie kann hier sein, die Bär sehen? Und so, wenn sie in Jerusalem kommen, dann würden sie Gott sein wie die Lehrer, wenn sie die galatischen Menschen umdrehen. Und so, dann würde er merken, sei Gott lassen für die Lehrer. Und so, läuft wir für sich selbst. Dass wir nicht für Gott und dass wir auch nicht für die Menschen. Paulus sagt zu ihnen, dass sie holen selbst nicht das Gesetz. So, die deuten sich beschneiden lassen, die falschen Lehrer, aber die halten nicht das Gesetz. Wie kann das hier sein, dass die wir Dollar ab, zum die Dinge tun, was verbieten wir. Und sie werden nicht so sehr am zu tun, wo das im Hort wird. Und Paulus, der läuft diese Menschen, und er will haben, dass sie sollen die Freiheit wollen und du ein Leben, was sie haben gekriegt in den Herrn Jesus Christus. Und wie kann Messkrieg fallen, wo schwer Paulus dort hier ist und mit was von den Gefallen er dort schrieben, wenn er den Menschen probt zu sein, dass sie gehen in der Sklaverei nehmen, wenn sie dort wollen bleiben. Paulus hat auch viel geredet hier in das Brief von in der Sklaverei bringen, wenn sei ich dann in der Freiheit gewesen von den Herrn Jesus Christus. Und so in Kapitel 1 und 2, dort hat er wiesen, dass das Evangelium, das wahrhaftige Evangelium, das wir von Gott und nicht von Mond. Und dann in Kapitel 3 und 4, da sagt er, dass Gott hat uns losgemerkt, frei gemerkt durch die Rechtfertigung,
wenn wir uns glauben sollten in den Herrn Jesus Christus. Und dann in Kapitel 5 und 6, da redet er von, dass wir kann bloß losgemerkt worden von der Sinn und der bösen Welt durch Jesus Christus und der Kraft von den Heiligen Jesus. So, hier ist das Ding, die falschen Lehrer, die sehen nicht, sie sollen überhaupt nicht in Jesus glauben. Aber sie wollen sagen, dass Jesus ist nicht genug. Sie müssen Jesus wieder und wieder gesetzen und wieder Beschneidung. Und so, sie wollen haben, dass die Menschen dort sollen bleiben, dass dort wir neu ja. Und so, das wir ein Leis. Und das ist ein Ding, wo ein Teil Menschen sich Gluten verdrehen. Wir können nicht Jesus wieder und bei uns glauben. Wie die Dinge, was wir auch glauben, und dann bloß Jesus da wieder. Wir müssen uns glauben sagen in den Herrn Jesus Christus. Und dann all die Dinge tun, was sein Wort von redet. Und all die Dinge, was nicht von ihm ist, in uns Leben loslassen. Und wenn wir diese Klarheit haben und wir dort ausleben, dann können wir in der Freiheit leben und am Ort der Freiheit tun. Und das bringt uns was nicht steht, wo wir leben, so es ihm dort gefällt. Und wenn du so bist als ich, dann weißt du, der Kampf, was du erst einzige Mal von alles loslassen, was einer von vielleicht erst mit abgewaschen, oder was einer vorher geglaubt hat, von Gott. Und alles bloß loslassen und uns glauben sollten ab den Herrn Jesus Christus. Einer hat einmal noch Dinge, was einer mitnimmt, in uns glauben und dort ist nicht von Gott. Und so dort, wir machen Gott frei und dort heu uns verhalten, dass wir in uns, dort uns vertrauen, ganz allein ab ihm ist. Und nicht ab die Dinge noch, was eigentlich kann tun. Und so, das sagt auch sehr, wenn wir das glauben, dann können wir den Herrn Jesus tun, in der steht, wo wir in der Freiheit leben. Und wenn wir leben, dass wir Menschen zum Gefallen leben, dann wollen wir niemals Gott kennen zum Gefallen leben. Guck mal, was Paulus sagt in 1. Thessaloniker 2, Vers 4. Er sagt, dass wir als Gott uns wird geachtet haben, uns das Evangelium vertrauen, reden wir mit Gewissheit. Wir reden nicht Menschen zum Gefallen, aber Gott zum Gefallen. Da unsere Worte kennt. Und so, Paulus wie sich so sicher, über das wahrhaftige Evangelium, wenn er wisst, dass wir nicht von Mond gekommen. Gott hat das Evangelium unvertraut. Und das soll das sollen aussprechen für den Herrn. Paulus will hier nicht dem Menschen zum Gefallen. Er will hier Gott zum Gefallen leben. Und er gibt so viel Raum um diese Menschen. Die sollen das Evangelium hören und leben. Und dort die Menschen ihre Lebens dadurch können umgeändert werden. Und Paulus sagt auch, dass Gott kennt unsere Worte. Gott weiß gerade, woran wir Dinge tun. Als wir das tun, den Menschen zu gefallen, oder wie Menschen Gott unter sein sind, oder als wir das tun, wenn wir in Deutschland verlangen haben, Gott zum Gefallen leben. Und so, denkt uns dort noch dort in Galata 1, Vers 10, da sagt Paulus, es hört sich dort so aus, wenn ich probiere, Menschen zu gefallen oder Gott zu gefallen. Wenn ich den Menschen nach dem Gefallen lebe, dann kann ich nicht Christus sein Deuner sein. Und ich wollte übrigens wie in Galata Kapitel 1 führen, dieser Vers, das ist eine sehr strenge Vers. Wenn einer dort einen Merken stillhalten und wirklich nur an sein Wort checken, und unser Segen, Gott fragt unser Segen, da ich Menschen proben zu gefallen zu leben, oder die, da wir dort wiesen. Wenn Jesus kennt unsere Worte. Und er weiß, woran wir Dinge tun. Und so, und Paulus sagt, dann kann ich nicht Christus sein, deiner sein, wenn er noch lebt, den Menschen zum Gefallen. Und so, wir können doch ganz klar sein, wir können nicht Menschen tun in den Herrn tun. Wir müssen den Herrn tun, und durch an, was er uns braucht, zum Menschen das Evangelium bringen in die Freiheit, wo er uns hat, gebracht. Und so, ich weiß nicht, diese Vers, die einem sehr hart nandrecken, und du hast eine Ursache für. Und so, du hast eine Ursache für, woran Paulus das will haben, dass wir uns alle sagen und Segen. Und so, wir können nicht Gott gefallen und Mond gefallen. Dort wird hier so sehr Wort gebracht. Gott sehen, der starb, dass wir können frei sein von der Sklaverei, von Sinn und Tod
und dort wir können leben, so ist dort gefallen dort. Und so, wenn wir diese Freiheit annehmen und die für uns selbst nehmen, dort Jesus als gestorben, um uns diese Freiheit geben, dann haben wir dort erfahren, die am Ende der Kraft, dort, wo Gott in uns Leben will tun. Und so, dann verrät einer sich so sehr, dort einer dort nicht mehr kann für sich selbst halten. Wenn uns Leben ist, erst es dort angeändert und dort wieder kann es dort verstehen. Dann mit einmal, dann weit wie dort wie alles, was der Herr in uns Leben getan hat, dort muss wir am Kredit vergeben. Und so dort ist eine Klarheit, was große Freiheit bringt in uns Leben. Und so, wenn wir mehr am geben, an was Menschen denken, dann wollen wir nicht sehr bedürft sein an Menschen ihre Säulen. Und so, wir wollen so leben, dort wir bedürft sein an Menschen ihre Säulen, dort wir einfach die gute Nachricht bringen von den Herrn Jesus Christus. So, was meint das für mich und für dich? Was haben wir hier lernen? Und die erste Frage ist, haben wir dort erfahren, durch die am Ende der Kraft von das Evangelium von Jesus Christus in unser Leben. Und so, wenn du noch nicht hast den Vertrauen gesagt auf den Herrn Jesus Christus für deine Rettung, dann von dir ist der Tag, ich würde die Mutter sprechen. Und so, das ist die größte Entscheidung, die du in deinem Leben wirst merken. Dass du Jesus wirst Herr merken von deinem Leben. Und dann wird er dir die Kraft geben, zum verarmen Leben und am zum gefallen Leben durch die Kraft von den Heiligen Jesus. Und so, die zweite Frage ist, habe ich daran verlangt, zum Menschen gefallen oder Gott zu gefallen? Weil wir daran denken, dass Paulus sagt, dass wir kann nicht Gott zum gefallen leben, und Mann zum gefallen leben. Und so, Gott kann uns wiesen in unser Leben, wo wir das leben und dann dort, wie kann die Dinge handgeben und dort, wie Frauen dort uns Wort anhalten. Und so, wenn meine ersten Gedanken sind, was wollen Menschen denken, wenn Gott mir das zu Wort beraten, dann muss ich mir die Frau fragen, sind ich da anbedient, Menschen zu gefallen, aus Gott zu gefallen. Und so, das sind Dinge, was wir von reden, wo wir kann Frauen, dass Gott uns unser Segen ab diese stehen. So, wenn wir im Glauben stehen, dann müssen wir Frauen, dass Gott uns unser Segen in all die Dinge, was wir tun. So, wenn wir dann in die Kirche tun, dann entweder Sinnerschullehrer oder Ascher, oder vielleicht ist die Kirche merken, oder ein Singerlehrer, in all diese Dinge, da ich da, dass Jesus soll in gefallen haben an mich und was ich da verarm, oder sehe ich da ab, dass Menschen, dass ich will Gott ungesehen wie Menschen sind. Und so, und das kann ich ab unterstehen in uns Leben kommen. Das ist, wenn wir ein Verlangen haben, eine gute Mama zu sein oder eine gute Mutter zu sein, zu was da ich dort und zu was habe ich dort verlangen? Weil ich dort so, dass die Menschen sollen mich Gott ansehen, oder da ich dort den Herrn zu tun und ich weiß dort, dass am Ende ist, dass ich dort kann es dort leben kann bloß von ihm und die Kraft kann bloß von ihm. Und so, das ist eine sehr neue Frau, wenn wir uns selbst fragen, was trifft mir in die? Trifft uns dort, dass wir den Herrn wollen tun, oder dass wir Dinge dort ab, dass die Menschen sollen, dass wir wollen Gott ungesehen sein wie Menschen. Und so, und dann noch eine Frage, was wir uns fragen, ist, haben wir eine Deute verlangen, zum Gott zu gefallen leben, gerade und was Menschen von uns denken und von uns sagen. Gott kann uns horten und er weiß gerade, woran wir Dinge tun. Und so, ich freue mich, dass Gott unsere Horten sieht, dass wir am Tag freuen, dass er uns Dinge wiesen in uns Leben, wo wir für uns selbst leben und wo wir für Menschen leben. Und so, kommt das nächste Mal und dann werden wir gucken, was wir das zweite Ding, was die falsche Lehrer driven dort. Gott ist sehr im nächsten Mal und dann werden wir bleiben in Gott sein Wort. Dankeschön.